Hallo und herzlich willkommen bei Magic Mirror Orakel. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid zur heutigen Legung und wir wollen gleich mal sehen, was das Universum uns sagen möchte. Dazu ziehe ich eine von diesen 220 Flüsterkarten. Beschreibung findet ihr unter dem Video. Jemand hat eine Botschaft für dich, okay? Wir sind ganz Ohr. Du hast einen Seelenverwandten, der immer an dich denkt. Ah, der hat eine Botschaft, okay. Zwei Karten, die sich ziemlich ähnlich sehen im Design auch. Jede Karte hat sein eigenes Design. 63 und 59. Wir haben Sternzeichen hier, und zwar die Fische und den Skorpion, den guten alten. Der ist ja fast immer dabei. Ich habe die nicht bevorzugt, diese Sternzeichen. Die Rune Fehu haben wir, die bedeutet Reichtum. Und die Rune haben wir auch noch, die aussieht wie ein Pfeil, das ist die Tivas und die bedeutet Mut. Nur Mut. Okay. Buchstaben A, P, C und N. Und ein helles Braun wie Karamell und ein helles Grau. Zwei sehr schlichte, unauffällige Farben. Vielleicht kannst du dich damit ein bisschen identifizieren. Vielleicht liebst du eher gedeckte oder ruhige Farben oder dein Seelenverwandter. So, lieber Seelenverwandter meiner Zuschauer, Herz allerliebsten, was ist deine Botschaft heute für meine Orakelfreunde, die hier zusehen? Wir fragen direkt, wir reden direkt mit ihm oder ihr. Teil uns bitte mit, was möchtest du sagen? Wie ist deine Botschaft? Page der Kelche hat sich umgedreht und gezeigt. Der Page der Kelche, der ist ja auch der Überbringer einer Botschaft. Und der kommt ja selbst raus im Tarot, zeigt sich selbst mit einer emotionalen, auch ehrlichen Botschaft. Der Page der Kelche hat nicht immer was Wertvolles in seinem Kelch, aber diese Karte ist so viel mit Gefühlen und viel Wasser und viel Ernsthaftigkeit auch symbolisiert, dass man direkt intuitiv fühlen kann, hier geht es um was Ernstes. Dieser Page der Kelche hat keinen Schabernack in seinem Kelch, keine leeren Worthülsen. Er hat etwas Wahres, was Echtes, was Tiefes, was Emotionales zu sagen. Okay, und das möchte er dich wissen lassen. 9 der Stäbe. Guckt ihn an. Er macht sich große Sorgen. Er ist traurig. Er hat sich da in irgendwas reinmanövriert, das ihn gefangen hält. Und es wird was sein, das nicht sichtbar ist. Das sind Ängste und Sorgen, die tief aus dem Inneren kommen, die ihn Probleme bereiten, mit denen er sich ständig herumkämpft, ja, und schon lange Zeit. Er führt sozusagen einen inneren Kampf aus. Er quält sich da sehr lange Zeit schon mit was rum. Okay, 9 Monate vielleicht sogar oder 9 Jahre. Es kann sehr lange sein. Das kann schon aus der Kindheit stammen, was dieser Mensch mit sich herumträgt. Ich weiß nicht. Ja. Hier, Königin der Kelche. Oh je. Guck dir das an. Du bist momentan so für ihn oder sie
das perfekte Gegenüber. Guck dir die Farben an, guck dir die Symbolik an mit den Kelchen. Er hat den Kelch, du hast den Kelch in der Hand. Es sieht fast so aus, als hättest du irgendeine Art Zauber oder Macht über ihn durch die Gefühle, die hier erwacht oder entstanden sind. Eine sehr emotionale Verbindung, die sehr, sehr tief ist, von zwei Menschen, die eine verwandte Seele haben. Es ist so ähnlich, sogar der Kopfschmuck, der Gesichtsausdruck, die Symbolik, die Farben. Wahnsinn. Ich lege die auch mal direkt nebeneinander, so in die Mitte. Ja, warum macht er sich dann solche Sorgen? Wenn er dich als sein perfektes Gegenüber ansieht, die perfekte Ergänzung, das gefühlvolle, emotionale, perfekte Gegenstück für ihn. Warum machst du dir solche Sorgen? Kommt der Page der Münze raus. Er weiß, ich sage, ja, aber ich kann dir nichts geben. Das Einzige, was ich habe, sind meine Gefühle. Ich kann dir kein Reichtum geben, ich kann dir keine Sicherheit geben. Guck, ich habe hier nur so ein kleines Kaninchen in der Hand. Vielleicht hat er ein Haustier oder sie, was dieser Mensch sehr liebt oder ist tierlieb. Keine Ahnung, also das kann man auf verschiedene Arten deuten, aber es ist was Kleines, was man sehr lieb hat. Und auch sagt er, dass ich fühle mich auch gar nicht gut genug für dich. Du bist so ein wunderbarer Mensch. Ich weiß nicht, ob ich dir das Wasser reichen kann. Oder das ist ja gemeint, dass man genug ist für den anderen, auf gleicher Augenhöhe, den anderen die Liebe, die Zeit, die Aufmerksamkeit geben kann, die er verdient. Man fühlt sich dazu irgendwie nicht in der Lage. Man würde gerne, aber es ist so eben dieser innere Kampf, der hier ständig stattfindet. Ich würde gerne diesen Menschen alles geben, aber ich habe nichts. Ich kämpfe mein ganzes Leben schon und scheint nicht sehr erfolgreich zu sein. Oder erfreut sich an den kleinen Dingen des Lebens. Das ist völlig okay. Man muss nicht viel haben, um glücklich zu sein. Der Reichtum ist ja für viele nicht direkt materielles oder eine große Summe Geld auf dem Bankkonto, sondern da geht es eher um inneren Reichtum. Okay? Jetzt ist halt die Frage aller Fragen, wäre dir das genug? Würdest du dich mit so kleinen Dingen zufrieden geben? Mit Aufmerksamkeiten kleinen, mit Zuhören, mit füreinander Dasein. Also es sind ja eigentlich die wichtigen Dinge im Leben, die eine Partnerschaft ausmachen und nicht die teuren Geschenke oder ein Haus, ein Auto und sowas, eine Yacht. Vielleicht schätzt er dich da ein bisschen falsch ein, dass du wärst zu anspruchsvoll oder so. Es ist auch so, dass das halt solche Statussymbole sind, womit sich der ein oder andere auch gerne zeigt. Und wenn man das nicht hat in unserer heutigen Gesellschaft, wird man auch oft so als ein bisschen, weiß nicht so wertvoll, nicht so toll angesehen, fühlt sich außen vor. Also als Erwachsener sollte das nicht mehr so sein, aber gerade Menschen, die halt gerade erwachsen werden, legen noch sehr viel Wert auf solche Statussymbole, um sich auch irgendwo dazugehörig zu fühlen, ja. Sehr wichtig. 2 der Kelche. Ja, hier geht es einfach um Vertrauen. Wenn ich dir die Hand reiche, sagt er, ne, wirst du sie nehmen.
Wirst du meine Liebe annehmen oder wirst du sie abweisen? Wow, hier haben wir auch wieder die Fische, wie es aussieht. Energie, also viel Wasser jedenfalls. Und das liegt hier zwischen euch. Guck mal, wie schön. Das ist ja richtig romantisch. Das ist ja wie so ein Märchenfilm. Das ist die Botschaft. Das ist ja eher eine Frage. Er denkt immer an dich. Das ist vielleicht auch die Botschaft. Du hast einen Seelenverwandten, der immer an dich denkt. Ich denke immer an dich. Ich möchte mit dir zusammen sein. Aber wirst du meine Liebe annehmen? Bin ich dir gut genug? Wirst du auf mich herabsehen? Könntest du mich respektieren? All diese Fragen sehe ich hier in diesem Kartenblatt, was sich hier zeigt. Und ja, 5. Oh nein. Wow, das ist ja richtig, ich weiß nicht. Mal richtig traurig eigentlich. Hier, 5. Münzen. Oh nein. Guckt so. Ich habe nichts zu bieten. Fast so ein bisschen außen vor. Also jemand fühlt sich nicht wirklich angenommen, vielleicht von der Gesellschaft oder kann da nicht mithalten, will vielleicht auch nicht. Das ist die Karte des Mangelbewusstseins, auch des Mangeldenkens oder jemand, der wirklich nichts hat und auf andere Menschen guckt, von draußen, von der Kälte, die im Warmen sitzen, die im Überfluss leben, ja. Ja, jemand, der nicht wirklich mit der Masse mitläuft, könnte jemand sein, der am Rande der Gesellschaft irgendwie sein eigenes Ding macht, ein Außenseiter, ein ärmerer Mensch, ja so. Oh nein. Page der Stäbe, auch wieder der Page. Wir haben jetzt zweimal den Pagen. Ja, es ist jemand, der aktiv, sehr viel Temperament hat, aber kein König. Ja, er ist noch in der Entwicklungsphase. Er ist noch nicht am Ende angelangt. Durch seine Lektionen, die einen das Leben so bringt, da ist noch Platz nach oben für Persönlichkeitsbildung, Reife, ja. Kann sein, dass er ein bisschen unreifes Verhalten an den Tag legt. Oder auch so der ewige, wie nennt man das, der immer gegen alles ist und so revolutionieren will, die Welt verändern will. So, sowas kann auch sein, ja. Ich sehe das aber jetzt nicht so besonders negativ, okay. Weil da heißt auch, da ist jemand trotzdem energisch, voller Leben und irgendwie hat er sich eine jugendliche Ader bewahrt, okay. Interessant. Und dann Ritter, okay, Ritter der Münzen, seht ihr, das ist schon so eine Art von Zielgerichtetheit und Beständigkeit. Er weiß, wo er hin will, also den Weg kennt er. Oder sie, diese Person, kennt den Weg, wo sie hin will, sie wird dahin auch gehen. Nur leider sind halt die Münzen nicht die schnellste Energie im Deck. Aber zusammen mit den Stäben gleicht sich das ziemlich wieder aus, ja. Es ist dann eher langsam, aber beständig nähere ich mich meinem Ziel. Ich sehe schon das Licht am Horizont, aber wenn ich dann da bin, wirst du mich empfangen, wirst du mir die Tür öffnen oder wirst du mich draußen in der Kälte stehen lassen? Das ist jetzt hier die Frage von dieser Person, der es einfach noch an Selbstbewusstsein fehlt und, wie soll man sagen,
an Reife oder so? Keine Ahnung. Ich sehe eher an Selbstliebe. Kennt seinen Wert nicht, diese Person. Ja. Kann natürlich auch andersrum sein, dass du das bist, ja. Das müsst ihr euch so hindrehen, wie das passt. Das ist jetzt die Frage, ne? Draußen vorbleiben oder die Liebe annehmen und finden. Der Stern, ja. Sehr positive Karte der Klärung, der Klarheit, der Heilung auch. Und was hier schön ist, guck mal, diese himmlische Macht, würde ich jetzt mal nennen, die da aus den Wolken raussieht, mit sehr gütigem Blick, hat 2 Stäbe in der Hand, die mit Blitzen verbunden sind. Hier wird durch das Universum Verbindung geschaffen, Heilung geschaffen. Hier fließen Energien, die vom Universum so gewollt sind. Wow. Ja, wirklich ausdrucksstarke Karten, das muss man sagen. Legen wir mal hier drauf die Heilung. Kann sie schon mal anfangen zu wirken. Was auch immer geheilt werden muss. Was hier ausgeglichen werden muss. In dieser Art von Beziehung. Und die Sonne, wow, also jetzt aber, ne? Die Sonne strahlt. Gibt auch noch ihre positive Energie rein. Das ist auch nochmal die Freude, das Glück und die Heilung. Das ist also die Botschaft, die diese Person an dich hat. Ich würde mal mehr sagen, eine Befürchtung und eine Frage, aber auch die Botschaft, dass dieser Mensch dabei ist, sein inneres Trauma zu heilen, an sich zu arbeiten, seinen Weg kennt und ihn auch verfolgen wird und hofft, dass dieser Weg irgendwann zu dir führen wird. Jetzt haben wir das nochmal zusammengefasst, okay? Ja, sehr, sehr schön. Bisschen traurig, aber schön, oder? So ein trauriger Liebesroman. Ich hoffe mit Happy End. Was nehmen wir? Ich hab's. Dann nehmen wir die Engel. Engel der Liebe. Die Anziehungskraft fällt gleich raus. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Und ja, sehr romantisch, oder? Was sagt ihr? Eine romantische Liebesgeschichte. Der Ritter macht sich auf den Weg, reitet tagelang, um seine holde Prinzessin zu besuchen und ihr das Herz vor die Füße zu legen. Irgendwie so, oder? Wow. Sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Wow. Wahre Liebe. Mann, 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 jetzt aber. Das ist die Liebe deines Lebens. Wunderschön heute. Was sagt ihr dazu? Ja, richtig romantisch. Ja, ich kann auch romantisch. Ist nicht so. Der Herrscher zeigt sich ja auch noch. Okay. Ja, meine Lieben, das war's für heute. Eine romantische Liebeserklärung von deinem Seelenverwandten für dich.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Von mir auch ganz, ganz viel Liebe. Bis zum nächsten Mal. Eure Angie. Bye, bye.